meine Lieben, weiter geht es im Grammatikvorkurs von Easy Almani. In diesem Video erkläre ich euch die letzte Wortart, die für uns beim Deutschlernen von großer Bedeutung ist: das Verb. Ihr habt jetzt schon gemerkt, dass es viele verschiedene Wörter gibt und wir haben schon über die Nomen und über die Adjektive gesprochen. Und in diesem Video sprechen wir jetzt über das Verb. Die Farbe für Verben ist hier in unseren Videos immer rot. Es gibt noch super viele andere Wortarten, die für den Anfang aber nicht so wichtig sind. Darum ist es genug, wenn ihr die Nomen, Adjektive und Verben erkennen könnt. Schauen wir uns den Begriff an. Wir nennen diese Wortgruppe Verb oder im Plural Verben. Andere Wörter, die wir in Deutschland auch synonym benutzen, sind Tunwort und Zeitwort. Beide Wörter sind sehr hilfreich bei der Bestimmung von Verben, denn sie nennen jeweils schon ein wichtiges Element bei der Bestimmung von Verben. Was ist ein Verb? Und wie können wir ein Wort als Verb identifizieren? Der erste Hinweis steckt im Wort Tunwort. Tun, das bedeutet so viel wie machen. Verben sind also Wörter, die ausdrücken, was jemand oder etwas macht. Es geht um Tätigkeiten und Handlungen. Was können wir denn zum Beispiel machen? Wir können zum Beispiel hören, Musik hören oder spazieren gehen oder tanzen oder wir können Sport machen oder lesen oder Fußball spielen. Verben sind also Wörter, die eine Tätigkeit oder Handlung beschreiben. Deshalb nennen wir sie auch Tunwort. Ein weiteres Element, das in Verben beinhaltet ist die Zeit. Was ich euch jetzt zeigen werde, ist eventuell etwas kompliziert. Ihr müsst das nicht alles sofort verstehen und anwenden können. Ich möchte euch nur einen Überblick geben. Die Einzelheiten werden wir Stück für Stück im A1-Kurs lernen. Ich mache euch ein Beispiel. Wir nehmen das Verb hören und wir stellen uns die Zeit als so eine Art Linie vor. Hier an diesem Punkt ist heute. Wir könnten sagen, die Frau hört Musik. Stellen wir uns vor, die Tätigkeit hat in der Vergangenheit stattgefunden, zum Beispiel gestern. Dann würden wir sagen, die Frau hörte Musik oder die Frau hat Musik gehört. Möglich ist aber auch, dass die Tätigkeit erst in der Zukunft stattfindet, also zum Beispiel morgen. In diesem Fall würden wir sagen, die Frau wird Musik hören. Ich schreibe die Sätze einmal übereinander. Wir sehen deutlich, dass sich die Verben, also die Wörter, die mit roter Farbe geschrieben sind, in jeder Zeit verändern. Wir müssen noch nicht wissen, wie diese Formen gebildet werden, aber wir erkennen, dass die Formen ganz unterschiedlich sind und wir dadurch die Zeit einer Handlung ganz gut erkennen können. Wörter, die uns durch ihre Form Informationen über die Zeit der Handlung geben, sind also Verben. Und noch eine Kleinigkeit. Verben schreiben wir logischerweise auch immer klein, denn wir wissen ja, dass nur Nomen mit Großbuchstaben geschrieben werden.
Fassen wir zusammen. Ein Verb ist ein Tunwort. Es drückt eine Tätigkeit oder Handlung aus. Es ist ein Zeitwort und zeigt uns durch seine Form die Zeit der Handlung an. Und Verben schreiben wir klein. Jetzt sind wir schon fast wieder am Ende dieser Lektion angekommen. Es gibt in diesem Video aber einige neue Wörter. Bevor wir diese Wörter kurz gemeinsam ansehen, gibt es noch einige Hinweise, was ihr beim Lernen von Verben beachten müsst. Ihr erinnert euch noch daran, dass ihr Nomen immer mit Artikel und Pluralform lernen müsst, oder? Auch wenn ihr Verben lernt, dann gibt es immer 4 Formen, die ihr zusammen lernen solltet und die wir euch auf unseren Vokabelkarten auch immer mit angeben. Zum einen ist das die Form, die wir Infinitiv nennen. Diese Form hat immer und bei allen Verben die Endung en. Sie zeigt uns nur die Handlung, aber keine Zeit an. Und weil die Formen der verschiedenen Zeiten so unterschiedlich sind, muss man bei deutschen Verben auch immer noch die Formen des Verbs in der Gegenwart und in der Vergangenheit mitlernen. Diese Verben haben wir heute gelernt. Musik hören. Ich schreibe das Nomen Musik klein, denn das Verb ist nur das Wort hören. Die zusätzlichen Formen, die ihr lernen solltet, sind hört, hörte, hat, gehört. Nochmal. Hören, hört, hörte, hat, gehört. Dann spazieren gehen. Geht, ging, ist gegangen. Tanzen. Tanzt, tanzte, hat getanzt. Sport machen. Macht, machte, hat gemacht. Lesen, liest, las, hat gelesen. Fußball spielen. Spielt, spielte, hat gespielt. Das waren jetzt alle Verben. Und diese Nomen haben wir neu gelernt. Die Musik, die Musiken. Der Sport, die Sporte. Den Plural schreibe ich in Klammern, weil er extrem selten ist. Und der Fußball, die Fußbälle. Und dann haben wir noch 3 andere Wörter gelernt. Heute, gestern, morgen. Zu den Wörtern gibt es natürlich wieder ein Lernvideo, Vokabelkarten und die Schreibübung. Besonders bei den Verbformen ist es immer wichtiger, dass ihr wirklich anfangt und die Wörter schreibt. Das könnt ihr hier mit der Schreibübung machen. Das könnt ihr aber auch ganz einfach auf einem Blatt Papier machen. Nur was man schreibt, bleibt, sagen wir. Das heißt, nicht einmal schreiben, sondern sehr, sehr oft schreiben. So könnt ihr euch das am besten merken. Danke fürs Zusehen und viel Spaß beim Lernen.